Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing. In diesem Video möchte ich euch gerne einmal den Arbeitsablauf bei uns im Hause näher erläutern, um Flachdichtungen aus Dichtpapier mittels Laserschneiden schnell, einfach und kostengünstig neu anzufertigen oder nachzufertigen. Also bleibt dran! Als Beispiel habe ich jetzt hier einmal die Schwimmerkammerdichtung eines Mikuni-Vergasers. Man sieht, die ist über ihre Einsatzzeit her ziemlich stark zusammengedrückt und auch ziemlich ausgehärtet. Zudem hat die ziemlich stark am Gehäuse festgeklebt, ist beim Entfernen auch zerrissen. Auch hier oben ist ein kleines Stück rausgerissen, so dass wir die jetzt einfach mal nachfertigen möchten. Die alte Dichtung habe ich mir zuvor eingescannt und diese füge ich jetzt zunächst einfach als Bild hier in meine CAD-Software ein. Dann erstelle ich mir eine neue Skizze und nutze sogenannte Splines, um die Konturen der Dichtung zunächst nachzuzeichnen. Für die Löcher nutze ich einfache Kreise und achte direkt darauf, dass diese schon gleich groß im Durchmesser sind. Wenn ich dann die Kontur fertig nachgezeichnet habe, muss ich mir das Ganze noch skalieren, da natürlich mein Scan und meine Skizze hier noch nicht das Originalmaß der Dichtung hat. Hierzu nehme ich mir ein Referenzmaß in der Skizze. Der Abstand von 2 Löchern bietet sich hierfür an. Dann messe ich den Abstand, lasse mir diesen anzeigen, messe den Abstand an meiner alten Dichtung und teile dann das Ist-Maß im CAD durch das Soll-Maß und erhalte so einen Skalierungsfaktor. Über die entsprechende Funktion zum Skalieren meines Modells gebe ich diesen Skalierungsfaktor dann ein und sehe am Ende, dass ich hier den gewünschten Lochabstand von 52 mm erhalte. Aus der nun passend skalierten Skizze erstelle ich mir im nächsten Schritt eine einfache 2D-Zeichnung, um hieraus dann meine DXF-Datei zu exportieren. Hier sind wir nun in der Lasersoftware Lightburn. Hier kann ich die zuvor erstellte DXF-Datei einlesen. Den Blattrahmen benötige ich nicht, den kann ich einfach löschen. Und mein Modell verschiebe ich mir in die Ecke meines Arbeitsbereichs. Und zum Test mache ich hier erstmal einen Durchlauf mit ganz normalem Papier. Wie man sieht, passt das sehr gut.
Somit können wir nun die endgültige Dichtung aus dem 0,75 mm starken Dichtpapier lasern. Die entsprechenden Parameter hierfür habe ich dir zuvor schon ermittelt, habe ich hier in der Bibliothek abgespeichert. Die muss ich nur noch aufrufen und kann dann den Schnitt mit dem Dichtpapier starten. Und hier sind sie dann fertig ausgeschnitten, die zwei Schwimmerkammerdichtungen für meine beiden Mikoni-Vergaser. Ja, wenn auch ihr für eines eurer Projekte eine Flachdichtung aus Dichtpapier benötigt, die eventuell sehr teuer oder auch gar nicht mehr erhältlich ist, oder für eine Sonderanfertigung eine individuelle Dichtung benötigt, zögert nicht, uns zu kontaktieren über unsere Homepage oder Social Media. Ansonsten gilt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr in Zukunft hier auch weiterhin dranbleiben möchtet, organisiert euch durch einen einfachen Mausklick ein kostenloses Abo dieses Kanals. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.